Doms Wheel World. Hi Leute, heute geht's mal wieder um Rollstuhlreifen. Ich habe mich nach Reifen von einem anderen Hersteller umgeschaut, weil ich aus mehreren Gründen nicht mehr ganz zufrieden mit meinen war. Los geht's nach dem Intro. Aus dieser Kiste mit Einzelteilen habe ich mir letztes Jahr einen Rollstuhl zusammengebaut. Er sollte so leicht sein, wie es irgendwie möglich ist. Wenn euch das auch interessiert, schreibt gerne in die Kommentare, dann lade ich euch das Video dazu hoch. Wie gesagt, ich wollte einen Rollstuhl bauen, der grundsätzlich eigentlich baugleich mit meinem anderen Rollstuhl ist, aber er sollte eben deutlich leichter sein. Der leichteste Reifen für einen Rollstuhl, den man finden kann, ist mit Abstand der Schwalbe One. Er ist auch nicht ganz billig, aber eben mega leicht. Dass er kein Profil hat, kommt mir für den Einsatz als Alltagsstuhl ganz recht, da man so die Reifen leichter sauber machen kann, und wenn ich wirklich unterwegs bin, habe ich ohnehin meinen Trekkingstuhl. Leider hat sich aber schon nach kurzer Zeit ein nicht unerhebliches Problem des Schwalbe One gezeigt. Er quietscht, und das nicht gerade leise. Er quietscht auf allen Untergründen im Haus, und das ist richtig nervig. Was noch dazu kommt, ist, dass die äußere Seitenwand, an der man ab und zu mit der Hand entlang rutscht, schon nach kurzem ziemlich mitgenommen aussah, das Gewebe durchschaute und die Schrift komplett verschwunden war. Außerdem fühlte sich der Rollstuhl irgendwie nicht besonders wendig und drehfreudig an. Schaut mal hier im Vergleich, einmal der Innenrollstuhl mit dem Schwalbe One und der Trekking-Rollstuhl mit dem Marathon Plus. Das Ärgerliche ist, dass ich viel Zeit und Arbeit investiert habe, um den Innenrollstuhl ebenso wendig wie möglich zu machen, und jetzt hat das irgendwie nicht funktioniert. Ich kam darauf, dass der Schwalbe One scheinbar irgendwie am Boden festklebt und so die Wendigkeit des Rollstuhls einschränkt. Also, ab in die Werkstatt. Das Video mit Tipps und Tricks zum Reifenwechseln verlinke ich euch an der Stelle hier oben. So, jetzt wo der Schwalbe One drin ist, stellt sich die Frage, was kommt jetzt drauf? Ich habe von MPB den VN Master Light Guard Reifen bekommen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Der Reifen ist profillos, so wie der Schwalbe One, hat aber einen höheren Pannenschutz und ist deshalb ein bisschen schwerer. Den Schwalbe One wiege ich hier mit 190 Gramm und den Light Guard mit 300 Gramm. Der Rollstuhl wird damit also um die 200 Gramm schwerer, aber ich glaube, das ist vertretbar. Übrigens, im Vergleich zum Marathon Plus ist der Rollstuhl mit diesen Reifen ein halbes Kilo leichter. So, und jetzt sollte doch alles super sein. Auf in eine quietschfreie Fahrt. Scheinbar war die ganze Aktion nicht so zielführend. Man muss dazu sagen, der Reifen wurde gerade erst montiert. Auf neuen Reifen sind oft Produktionsrückstände, die solche Sachen verursachen können. Also erstmal ein paar Mal hin und her fahren. Gut, das war jetzt nicht besonders viel Strecke, aber geh weg. Aber man hört schon fast gar nichts mehr vom Quietschen, und der Rollstuhl ist viel drehfreudiger als mit dem Schwalbe One.
So, die Aktion hat sich doch gelohnt. Jetzt hoffe ich, dass das Ganze langfristig auch besser ist. Apropos langfristig. Hier seht ihr meinen Marathon Plus. Der ist keine 2 Jahre alt. Seht ihr, wie rissig der hier ist? Im Vergleich dazu habe ich hier einen alten Marathon Plus. Der ist mindestens schon 6 oder 7 Jahre alt und hat das so gut wie gar nicht. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Qualität bei Schwalbe hat irgendwie deutlich nachgelassen. Echt schade, gerade bei Rollstuhlreifen sollte man das wirklich nicht machen. Ich bin, seit ich denken kann, auf dem Mountainbike immer mit Schwalbe-Reifen unterwegs gewesen und war immer zufrieden. Aber auch da hat es in den letzten Jahren irgendwie nachgelassen. Vielleicht liegt es ja auch an mir, keine Ahnung. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Falls jetzt irgendjemand sagt, nein, bestimmt hat die Qualität nicht nachgelassen. Ich habe da noch einen Beweis auf Lager. Das hier ist ein Reifen, der als Erstausrüstungsreifen auf einem Sopur Shark S Handbike war. Ich habe es gebraucht gekauft und das Rad ist von 2008. Schaut euch diesen Reifen an. Der ist 14 Jahre alt und sieht doppelt so gut aus wie meiner, der gerade mal 2 Jahre alt ist. Und die Dinger sind nebenbei auch noch teurer geworden. Naja, in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal bei Doms Wheel World. Und wer Alternativen zu Rollstuhlreifen von anderen Herstellern hat, haut sie gerne in die Kommentare.